and disobedience go together. Unglaube und Ungehorsam gehen Hand in Hand. You see, when you get these words that have the preface of dis or dis, Wenn du einen bestimmten Zusatz vor einem Wort hast, the dis stands for distance or space. zum Beispiel Distanz, das steht für Abstand, für Distanz. So if you have obedience Wenn du Gehorsam hast and you add distance und zum Beispiel Ungehorsam, da ist wie eine Distanz. between that and yourself, Zum Beispiel zwischen dem Ungehorsam und dir ist wie eine Distanz. you have disobedience. Also wir haben Gehorsam und Ungehorsam. So what you're supposed to do is over there, Eigentlich, was du tun solltest, ist dort drüben and you're here. This is what und Jesus du bist explained to hier. me. Das hat mir Jesus so erklärt. Now, if I told you how I learned all this stuff, this place where we'd have to go to a stadium, Wenn ich dir sagen würde, wie ich all das Zeugs gelernt habe bezüglich einem Stadion, because people want the sensational, die Leute möchten immer das Sensationelle. they want the Sie spectacular. wollen das Spektakuläre. So I could gather a whole bunch of people together if they knew how I received these things. Ich könnte noch viel mehr Leute um mich herum versammeln, wenn ich ihnen sagen würde, wie ich all diese Dinge gelernt habe. But Jesus doesn't want me to draw attention to myself. Aber Jesus möchte nicht, dass ich die Aufmerksamkeit auf mich lenke. So I just come and I teach. So komme ich einfach und lehre. But I'm being told what to tell you. Aber mir wurde mitgeteilt, was ich euch sagen soll. On this laptop alone, I have probably 20, 30 books that Auf aren't diesem- even published yet. Auf diesem Laptop habe ich 20, 30 weitere Bücher, die noch nicht publiziert worden sind. This one I'm teaching from right now isn't even published yet. Und das Buch, von dem ich euch heute lehre, das ist noch nicht publiziert. It was given to me in 30 days of writing. Es wurde mir in 30 Tagen gegeben, so habe ich es geschrieben. If I told you how I received it, you'd all listen. Wenn ich euch sagen würde, wie ich es erhalten habe, würdet ihr alle zuhören. But I just teach. Aber ich lehre einfach. But don't let that fool you. Aber das soll dich nicht betrügen. The angels want you to know some things. Die Engel möchten, dass ihr bestimmte Dinge wisst. The secret of their power is in their ability to cloak themselves. Das Geheimnis ihrer Kraft besteht darin, dass sie sich wie verkleiden oder bedecken. You see, in the military, Im Militär, the ideal situation die ideale Situation and the advantage you have on your enemy und auch den Vorteil, den du über den Feind hast, is to be invisible. ist, dass du unsichtbar wirst. And see, we are hidden in Christ. Wir sind in Christus versteckt, verborgen. So we are cloaked. Also wir sind wie bedeckt. That gives us an advantage. Das gibt uns den Vorteil. You see, the enemy is trying to guess what God is doing through you. Und der Feind versucht immer zu rätseln und zu raten, was Gott durch dich tut. Do you understand that? Versteht ihr das? This is the truth. Das ist die Wahrheit. These things are not being preached anymore. Und diese Dinge werden nicht mehr gepredigt. But this is what I was given. Aber mir wurde das gegeben. You know, I didn't come back to tell you a bedtime story. Ich bin nicht zurückgekommen, um euch gute Nachtgeschichten zu erzählen. I came back to tell you the truth. Ich bin gekommen, um euch die Wahrheit zu sagen. Because I saw when I was with Jesus that the truth sets you free. Ich habe gesehen, als ich mit Jesus war, es ist die Wahrheit, die dich freisetzt. And Jesus always quoted what his Father was saying. Und Jesus hat ständig zitiert, was sein Vater sagte. He talked about the Father's kingdom. Er hat über das Königreich des Vaters gesprochen He explained how things work on the other und side. er hat erklärt, wie die Dinge auf der anderen Seite funktionieren. And he was trying to help the people to operate in the supernatural now Und er hat versucht, den Menschen beizubringen, wie sie im Übernatürlichen jetzt wandeln können, by receiving. indem sie empfangen. So people would say, well, Lord, if you're willing, you could heal me. Und die Leute sagen, Herr, wenn du willig bist, kannst du mich heilen. And when this was said to him in Mark 9:23, Und in Markus 9,23 he said, hat er gesagt, I am willing, will you believe? ich bin willig, wirst du glauben. So do you understand how human behavior works? Versteht ihr, wie das menschliche Verhalten funktioniert? Think about what I'm saying here. If you get this, you're Denk gonna darüber pass. nach. You're gonna pass.
Und wenn ihr das jetzt versteht, werdet ihr die Prüfung bestehen. You'll get your reward. Ihr werdet eure Belohnung erhalten. People want to put it back on God. Menschen wollen immer die Verantwortung Gott abschieben. So they say, Lord, if you're Und willing. sie sagen immer, Gott, falls du willig bist. But see, in Acts 10:38, it already says In der Apostelgeschichte 10,38 steht schon geschrieben, that Jesus went around doing good dass Jesus umherging und Gutes tat. and healing everyone Und er heilte alle, that was oppressed of the devil. die vom Teufel unterdrückt waren. It says that all that came to him, he healed. Und alle, die zu ihm kamen, die heilte er. So this man in Mark 9:22 and 9:23, In Markus 9,23, he said, if you are willing, Jesus, der Mann sagte, wenn du willig bist, Jesus, you can heal me. dann kannst du mich heilen. Immediately, Und sofort he said, I am willing. hat Jesus gesagt, ich bin willig. Will you believe? Kannst du glauben? So do you understand that believing and obedience are the same? Verstehst du, willig sein und Gehorsam sind dasselbe. Because believing Glauben und Gehorsam sein ist dasselbe. has to manifest itself Der Glaube muss sich manifestieren through action. durch eine Handlung. But that action must be based on believing. Aber diese Handlung muss sich auf dem Glauben basieren. And when you really believe, you don't have to ask if you're believing or not. Und wenn du wirklich glaubst, musst du dir nicht die Frage stellen, glaube ich überhaupt? Because you know it. Weil du es weißt. No one can talk you out of it. Niemand kann dich da herausreden. Once you understand this and you encounter supernatural faith, Wenn du dies verstehst und dem übernatürlichen Glauben begegnest, you'll never go back. wirst du nie mehr zurücktreten. When I encountered these things on the other side, Als ich diese Dinge auf der anderen Seite sah, I really understood that we have a watered down gospel. habe ich verstanden, dass wir ein völlig verwässertes Evangelium haben. It's not on our abilities. Es geht nicht um unsere Fähigkeiten. It's based on the fact that we have inabilities that God has to come in and provide Es for. basiert auf der Tatsache, dass wir Unfähigkeiten haben und Gott kommen muss in diese Unfähigkeiten hinein. Think about that. Denk darüber nach. The Apostle Paul, Der Apostel Paulus, he was caught up into the heavens. er wurde in die Himmel entrückt. He understood all the Old Testament. Er verstand das ganze Alte Testament. But he says, I glory in my weaknesses. Und er hat gesagt, ich rühme mich meiner Schwachheiten, Because through them, weil durch die Schwachheiten God's power is revealed. wird die Kraft Gottes offenbar. It's just not taught anymore. Aber dies wird nicht länger gelehrt. So Jesus told me Jesus hat mir gesagt, that you should quickly du solltest schnell get to the place an den Punkt gelangen, where you end wo du selbst endest and I begin. und wo er beginnt. There's a line Es gibt eine Linie, where you can't go any further. wo du selbst nicht weitergehen kannst, You've used up every ounce of faith inside you. wo du jeden Zentimeter Glauben in dir aufgebraucht hast, You've spoken everything you can speak. wo du alles schon gesprochen hast, was du sprechen konntest. You've prayed all you can pray. Du hast schon alles gebetet, was du beten kannst. And there comes this time where you just sit Es kommt dieser Zeitpunkt, wo du einfach sitzt and you pray, you start to cry. und du beginnst zu weinen. At that very point, Und genau in diesem Punkt the supernatural begins. beginnt das Übernatürliche. Because